herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. Episode des Abenteuers Die Wiedergeburt von Atlantis aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns in dieser Episode erwartet. Stichwort Kleitos. Wieder einmal braut sich ein Sturm über dem edlen Volk von Atlantis zusammen. Abermals herrscht Lebensmittelknappheit, das Volk hungert. Die Leute fürchten, ein schwacher Staat könnte eine unwiderstehliche Verlockung für unsere Feinde darstellen, die erneut zu einer Gefahr für den Frieden in Atlantis werden könnten. In der dunkelsten Stunde von Atlantis ist der Gott Ares wie ein Silberstreif am Horizont zu unserer Rettung herabgestiegen. An einem geheimen Ort nahe Kleitos arbeitet er mit unseren Wissenschaftlern an einer Superwaffe, die die Küsten von Atlantis nach allen Seiten beschützen soll. Dafür verlangt Ares lediglich, dass ihm zu Ehren ein Heiligtum erbaut wird. Die Waffe ist fast einsatzbereit, nur eine entscheidende Komponente fehlt noch. Ares meint, dass nur ein tapferer und geschickter Held das letzte Teil der Waffe aus dem tiefsten Herzen Afrikas holen kann. Die 5. Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Der gütige Ares. Ja, und wieder herrscht Mangel an allem in Atlantis und die Bürger sind verzweifelt. Ares allerdings hilft uns und baut mit den Wissenschaftlern zusammen eine Wunderwaffe. Als Dank sollen wir als eines der Ziele das Heiligtum des Ares errichten. Ja, und wir müssen auch ein Himmelsmonument bauen. Ein Quest muss erfüllt werden, nämlich der Quest des Ares, um das letzte Teil der Wunderwaffe entsprechend zu besorgen. Aber nicht nur das, auch müssen in unserer Stadt 4000 Personen in der Kategorie Stadthaus oder besser und 280 Personen in der Kategorie Villa oder besser leben. Ja, wieder einiges, was wir in Kleitos zu erledigen haben und wir kehren zurück nach Kleitos. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung, da wir in der letzten Episode die Kolonie Malaka gegründet haben. Ja, wir gehen wieder in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. Ja, wir haben in der letzten Episode, wo wir in Kleitos waren, unser Gewerbegebiet hier weiter ausgebaut. Wir können jetzt jede Menge Olivenöl produzieren, da wir von 2 Handelspartnern Oliven einkaufen können. Wir produzieren hier auch weiterhin Waffen und Wein, den wir sehr gut entsprechend verkaufen können. Dementsprechend ist auch unsere Stadtkasse endlich mal üppig. Das Wohngebiet der gehobenen Wohnung haben wir erweitert und auch weiterentwickelt. Mittlerweile kriegen unsere Bürger auch Streitwagen. Hier haben wir schon das erste Anwesen. Ja, und das lassen wir jetzt entsprechend auch sich weiterentwickeln. Hier dieser Platz bleibt wieder frei für unseren Helden, den wir ja im Laufe dieser Episode rufen müssen. Hier haben wir das 2. Wohngebiet der Arbeiter errichtet und haben es auch schon sehr weit entwickeln lassen. Ja, und hier können wir auch dann noch weitere Wohngebäude aufbauen, sodass wir auf die 4000 Einwohner in der Kategorie Stadthaus kommen können. Hier haben wir unseren Stadtpalast, Universität und auch Erfinderwerkstatt und das Versorgungszentrum für das 2. Wohngebiet der Arbeiter. Ja, in der letzten Episode, wo wir in Kleitos waren, haben wir auch das Heiligtum für Atlas errichtet, hier gegenüber unserer Pyramide. Ja, und hier haben wir das erste Wohngebiet der Arbeiter, was wir ganz zu Anfang aufgebaut haben. Und hier produzieren wir auch noch Holz. Ja, und als Nahrungsmittel werden unsere Bürger hier mit Orangen und mit Seeigel versorgt. Ja, und hier haben wir unsere beiden Kriegsfregattenhäfen. Ja, und hier haben wir auch den 3. und 4. Kriegsfregattenhafen. Dafür haben wir hier diese Insel erschlossen. Wir haben das Problem, dass wir nicht ganz so viel Platz für unsere ganzen maritimen Gebäude haben. Gut, so viel zum Überblick. Gehen wir auf die Weltkarte. Ja, wir haben jetzt hier unsere Kolonie Malaka. Kauft Olivenöl und verkauft uns Weizen, Wolle und Wein. Und wir kriegen auch 8 Stränge Wolle jährlich
als Tribut. Sehr schön. Ja, die anderen Handelspartner sind alle gleich geblieben. Die gehen wir nochmal ganz schnell durch. Also wir haben Gades, kauft schwarzen Marmor und Wein, verkauft Wolle. Atlantis kauft Wolle und Olivenöl und verkauft uns Orikal und Wein. Wie wir im Abspann der letzten Episode gehört haben, ist unser Handelspartner Mestonia vom Erdboden verschwunden, auch durch Naturkatastrophen. Ja, den haben wir nicht mehr, den Handelspartner. Wir haben Lixus, kauft Orikal und Olivenöl, verkauft Fleisch und Wolle. Karthage ist unser Vasall, wir kriegen 8 Bronzewaren jährlich als Tribut, kauft Rüstung und Wein, verkauft uns Bronze und Wolle. Syrakuse ist unsere Kolonie, hier kriegen wir 6 Marmorplatten jährlich als Tribut, kauft Wolle, verkauft Marmor und Oliven. Knossos als unsere Kolonie versorgt uns einmal im Jahr mit 8 Rinderhälften, kauft Wolle, verkauft Fleisch und Holz. Tyre ist unser Vasall, kauft Skulpturen, verkauft uns Holz, Bronze und Trauben. Ja, und wir kriegen 8 Trauben jährlich als Tribut. Memphis ist unser Vasall, kauft Wolle, verkauft uns Weizen, Oliven und Olivenöl und wir kriegen 12 Weizengaben jährlich als Tribut. Und wir haben noch Saqqara als unser Vasall, kauft Rüstungen, verkauft Bronze und Marmor und wir kriegen 8 Marmorplatten als Tribut. Dann haben wir noch unsere 3 Rivalen. Themyscira braucht Bronze und Marmor, produziert Olivenöl. Der Berg Pelion braucht Wein und produziert Fleisch. Und der Berg Aulib braucht Weizen und produziert Holz. Gut, wir sollten jetzt nochmal sicherstellen, dass wir alle unsere Tribute auch annehmen können. So, wir schauen nochmal. Also hier kann Bronze angenommen werden. Ja, allerdings auch nicht mehr ganz so viel. Ich würde jetzt Folgendes machen. Wir bauen ein weiteres Warenlager hier auf. Dieses Warenlager nimmt nur noch Rüstungen und Skulpturen auf. Dann kann hier alles entsprechend nur mit Bronze gefüllt werden. Wir haben ein Warenlager für Marmor, das ist aber bald voll. Wir haben Februar, okay, wir können gleich als erstes auch schon das Heiligtum des Ares errichten. Trauben haben wir noch. Die nehmen wir hier an. Ja, genau, wo das Orikal angenommen wird. Hier brauchen wir keine Skulpturen mehr anzunehmen. Ja, das passt. Dann die Silos sind eigentlich alle gut gefüllt. So, hier haben wir noch Kapazität. Dann kann hier aber auch Weizen angenommen werden. Ne? So, ja, und hier, das sieht auch gut aus. Ja, dann können wir den Pausenmodus aufheben und ich möchte gerne als erstes das Heiligtum des Ares errichten. Das möchte ich gerne hier hinbauen. Das finde ich super, wenn es passen würde. Ich habe ja hier die Straße schon entsprechend errichtet, also wir können jetzt nicht zu weit nach hier hingehen. Ja, die Bauoption bin ich jetzt nicht mehr durchgekommen, da ist eigentlich alles soweit geblieben. Das Einzige, wo wir noch mal kurz gucken können, ist tatsächlich die Heiligtümer. Also wir können die Zitadelle des Poseidon, das Orakel des Apolls, den Tiergarten der Artemis, das ist jetzt neu, und die Festung des Ares errichten. Okay. Ja, das sieht doof aus, ne? Ja, man könnte es so bauen, dann haben wir aber Probleme mit der Wegeführung. Wenn ich das so baue, muss ich aber da den Weg weiterführen, ne? Ja, vielleicht bauen wir ihn doch woanders hin. Wenn wir hier bei Ästhetik nochmal schnell gucken, haben wir ja hier das Himmelsmonument. Passt das denn hier rein? Ach, das passt hier aber schön rein, oder? Ja, dann bauen wir als erstes das Himmelsmonument. Aber dann ist die Frage, wo bauen wir das Heiligtum des Ares auf? Wir könnten es natürlich hier aufbauen.
hier so. Aber ich würde gerne hier andere Sachen noch bauen, die wir eventuell bauen müssen, die auch größer sind. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben natürlich hier noch jede Menge Platz. Okay, man könnte eventuell hier die Erfinderwerkstatt noch wegnehmen, weil wir brauchen sie eigentlich nicht. Wir haben das Museum. Wir bauen mal hier noch die Parzellen auf. Ja, das passt aber genau. Man könnte natürlich, wenn wir jetzt hier die Straße so weiterziehen, das Heiligtum natürlich auch hier hinbauen, ne? Ja, das fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dann bauen wir es doch hier hin. Die Festung des Ares. Ja, dann bauen wir sie tatsächlich so. Dann haben wir hier noch Platz für eventuell andere Bauwerke. So, ich hatte ja hier die 2 Kunsthandwerkergilden, die reiße ich aber jetzt hier ab und baue sie jetzt hier auf. Und die Sperren nicht vergessen. So, und dann kann jetzt hier gebaut werden. Wir brauchen ja nicht viel dafür, ne? Wir brauchen ja nur 40 Ladungen Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 2 Skulpturen. Ja, das ist wirklich nicht so viel. So, mittlerweile haben wir, glaube ich, ein bisschen zu viel Bronze jetzt hier drinnen. Wir kaufen mal jetzt keine Bronze mehr ein. So, und dann entwickeln wir hier dieses Wohngebiet auch weiter. Da brauchen wir ja nicht viel zu machen. Hier die Parkanlagen. Das kann ja auch schon entsprechend sich weiterentwickeln. Ja, das ist doch schick. Ja gut, dann kommt das Himmelsmonument hier hin. Das passt doch auch. Nehmen Sie meinen Quest an. Dann ist Ihnen meine Bewunderung sicher. Ja, wir haben auch schon den Quest von Ares bekommen, das fehlende Teil suchen. Wer meinen Quest annimmt, dem ist meine Bewunderung sicher. Wenn die Superwaffe fertiggestellt werden soll, muss ein magischer Stein gefunden werden, der diese Waffe ihrer Feuerkraft verleiht. Nur Atalante hat genug Mumm, um den fehlenden Stein zu beschaffen. Ja, und deswegen können wir auch jetzt die Halle der Atalante errichten. Gut, ja, die bauen wir hier hin. Ja, und wir wissen ja, dass hier Atalante das Heiligtum der Artemis braucht. Das heißt, wir müssen auch noch das Heiligtum von Artemis bauen. Na wunderbar. Gut, ja, das andere haben wir schon, nämlich das funktionierende Museum und die Soldaten. Und wir brauchen die Rinderhälften und die Holzbretter. So, erstmal bauen wir noch ein Silo. Und dieses Silo wird nur Fleisch annehmen. So, und das Fleisch, das hamstern wir jetzt mal. Direkt. Wo ist es? Da. Gut. Kriegen wir ja nachher als Tribut. So, Atlas, komm, hilf uns mal. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Vielen Dank. Oh, da ist er schon. Ja, wir müssen uns jetzt um das Holz kümmern noch. So, das Holz kaufen wir ja bei Tyra ein. Jawohl. Okay. Ja, da brauchen wir aber jetzt extra kein Warenlager für zu bauen. Wir hätten zwar jetzt hier noch ein bisschen Platz, aber ich denke mal, das müssen wir jetzt nicht unbedingt. So, ich sehe gerade, hier kaufen wir ja auch Bronze ein. Mein Gott, wie viel Bronze kaufen wir denn ein? So, wir brauchen ganz viele
arbeite, aber ich sehe gerade hier, dass diese Kriegsfregatte noch bemannt ist. Das können wir natürlich jetzt alles mal ausschalten hier. Hier auch. Ja, dann sieht das nämlich schon etwas anders aus hier. Ja, 2 Skulpturen brauchen wir hierfür. Dann verkaufen wir jetzt die Skulpturen mal nicht. So, Wolle nehmen wir hier komplett an. Die kriegen wir ja auch noch als Tribut. Wie machen wir das denn? Wo kaufen wir Wolle ein? Na, hier bei Lixus. Okay, dann schalten wir das mal aus. So, und das werden wir jetzt auf 32 Einheiten erhöhen. Dann können wir hier die restlichen Tribute auch annehmen. Ja, Wein produzieren wir jetzt auch mehr als genug. Verkaufen wir auch überall Wein? Nein, hier bei Karthagen nicht. Können wir auch noch verkaufen. Ja, und Mestonia, stelle ich gerade fest, das Pier brauchen wir gar nicht mehr. Mestonia ist vergangen. Okay, dann kann hier der Wein rausgeholt werden. Gades verkauft weniger Wolle. Naja, gut. Dafür bauen wir jetzt hier das Pier von unserer Kolonie, nämlich Malakka. So, da können wir auch noch ein bisschen Olivenöl verkaufen, wobei ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das noch verkaufen wollen. Wir können also auf hier auf jeden Fall Wolle und auch Weizen noch einkaufen. Ja, komm, dann baue ich noch 2 Olivenpressen. Welcher andere Gott kann schon einen Kraken anbieten? Beziehungsweise eine, das reicht aber, glaube ich, ne? Ja. Ich meine, hier könnten wir auch noch welche bauen. So, Trauben kaufen wir doch ein, oder? Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ach, Atlas, du bist so gütig. Vielen Dank. Ja, es fehlt wohl noch Marmor. Den müssen wir jetzt tatsächlich nachher einkaufen, wenn wir das Heiligtum für Artemis errichten. So, und es ist Jahresanfang. Wir kriegen unsere Tribute. Ich hoffe, ich kann sie jetzt alle annehmen. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ja, sehr schön. So, wir schauen mal eben hier bei dem Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Haben wir ja jetzt das Anwesen. 20 Personen können im Anwesen leben. Ja, und wenn man die Ziele sich anschaut, sehen wir schon, dass wir 4000 Einwohner schon in der Kategorie Stadthaus haben. Und wir brauchen 280 Personen der Kategorie Villa. Ja, und wenn wir jetzt hier diese gehobenen Wohnungen alle mit Streitwagen versorgen, haben wir auch entsprechend die geforderte Einwohnerzahl in den gehobenen Wohnungen. Wir können natürlich das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen noch erweitern, weil bis hier alle entsprechend entwickelt sind, beziehungsweise Streitwagen haben, dauert das, glaube ich, noch ein bisschen. Wahrscheinlich machen wir dieses hier ganz zum Schluss der Episode. Ja, der Weg ist natürlich sehr weit, den jetzt hier unsere Elefanten gehen müssen. Da machen wir jetzt mal hier eine Abkürzung, ne? Nämlich so. Und dann können wir das hier auch entsprechend erweitern. Nämlich so. Und dann bauen wir einfach mal Sperren auf, nämlich hier und hier. Ja, das Silo kann, glaube ich, das Fleisch holen. Das ist, glaube ich, besser. So, dieses Silo wird auch jetzt kein Fleisch annehmen. Dieses hier auch nicht.
Ja, und das sieht auch schon recht gut aus. Da braucht jetzt wirklich nicht mehr viel entsprechend für das Heiligtum des Ares angeliefert werden. Da kommt die letzte Skulptur. Skulpturen können wir wieder verkaufen. So, etwas Bronze kaufen wir jetzt wieder ein. Das können wir hier bei Karthage machen. Oder bei Tyre. Kaufen wir bei Tyre ein. Die verkaufen nämlich nur 12 im Jahr. Dann ist hier unser Warenlager nicht direkt wieder voll. Ja, und da wird auch die letzte Ladung Marmor für unser Heiligtum des Ares angeliefert. Sehr schön. Wunderbar, es ist in Betrieb. Der Drache patrouilliert jetzt schon. Ares ist auch da. Ja, und wir haben unsere 2 Spartaner-Kompanien. Sehr schön. Ich würde jetzt als nächstes das Himmelsmonument bauen. Das können wir ja hier aufbauen. So, ja, das machen wir so. Wir drehen das ein bisschen. So, und dann muss das Stückchen Straße hier weggenommen werden. Und dann passt es. So, was brauchen wir denn hierfür? 34 Marmorplatten, 71 Platten schwarzen Marmor, 8 Ladungen Holz und 18 Ladungen Orchikal. Gut, die Kunsthandwerker-Gilden können wir da lassen. Der Weg ist jetzt nicht so weit. Bis dahin allerdings brauchen wir Orchikal und Marmor. Das Orchikal könnten wir mal erfragen. Ja, Dankeschön. Dafür kriegst du ein Geschenk. Sollen wir dir schon ein Geschenk geben? Olivenöl. Ja, kommt mittleres Geschenk Olivenöl. Dann können wir nachher nochmal Orchikal entsprechend fordern. So, da kommen unsere Kunsthandwerker. Und dann bauen wir hier mal direkt nochmal die Straße. Ja, ein bisschen Marmor haben wir, aber das reicht wirklich nicht. Wir müssen ein bisschen Marmor jetzt mal einkaufen. Hier bei Syrakuse kaufen wir mal die 12 Platten ein. Ja, Atlantis dankt für das Olivenöl, bitte gerne. Dann kriegen wir ja gleich noch unser Orchikal. Das ist gut. Ja, also wir haben genug Oliven. Wir könnten tatsächlich noch ein paar Olivenpressen bauen. Ja, komm, dann bauen wir jetzt hier noch 2 Stück hin. Aha, schwarzer Marmor wird wohl als erstes benötigt. Da sehe ich jetzt gerade die erste Lieferung kommen. Okay. Ja, da haben wir aber auch mehr als genug in unserem Warenlager. So, Nahrungsmittelversorgung deutlich zu wenig. Okay. Ja, das sieht nicht gut aus, das stimmt. Ja, und dann bauen wir, glaube ich, noch ein paar Seeigelkais auf. Wir kriegen nochmal 12 Barren Orchikal von Atlantis. Vielen Dank.
Hier passt, glaube ich, einer hin. Ja. Na, dann können wir den noch hier anschließen. So, wie sieht es jetzt aus? Genug für alle. Das ist doch gut. So, komm, wir kaufen wieder etwas Wolle ein. Jetzt können wir bei Malakar natürlich unsere Wolle einkaufen. Tja, und hier könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen Weizen einkaufen, ne? So, wir können hier auch schon mal die Verschönerungen bauen. Das machen wir jetzt nur mit Parkanlagen. Hier kommt noch ein Denkmal rein. Welcher andere Gott kann schon einen Kraken anbieten? Ja, mein lieber Poseidon, vielleicht baue ich für dich auch noch ein Heiligtum. Ja, wunderbar. So, eine Waffenschmiede baue ich noch. Oh, jetzt haben wir wieder zu wenig Bronze. Ja gut, komm. Dann kaufen wir jetzt hier auch wieder Bronze ein. So, hier Saqqara, da können wir auch wieder die Rüstungen verkaufen. So, und auch hier kaufen wir etwas Marmor ein. So, Jahresanfang, wir können wieder unsere Tribute, Gott sei Dank, alle annehmen. Ja, nicht ganz. Also unser Marmor ist jetzt schon üppig vorhanden in unserem Warenlager. So, in der Zwischenzeit können wir hier auch noch mal ein bisschen weiter verschönern. Wir könnten hier zum Beispiel Planetarien bauen und hohe Obelisken. Ja, ein Blick nochmal auf die Gefahren, dass alles hier in Ordnung ist. Also das sieht auf jeden Fall gut aus. Da müssen wir mal schauen, ob das reicht. Das reicht auf jeden Fall nicht. Das sehe ich jetzt schon. So, das ist auch alles gut hier. Ja, und hier auch. Ja, ich stelle gerade fest, wir produzieren ja Holz selber. Wir brauchen gar kein Holz einzukaufen. Also manchmal vergisst man tatsächlich, was man alles hier produziert. So, Atlas, könntest du uns noch mal helfen? Das dauert uns ja echt ziemlich lange. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ich danke dir sehr. Ja, so geht das ein bisschen schneller hier. Ja, und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Auch das ist schön. Ja, und hier der Kern unseres Himmelsmonuments ist jetzt fertiggestellt. Sehr schön. So, mittlerweile produzieren wir so viel Olivenöl, dass wir auch hier beim Malakar mal etwas verkaufen können. Oh, wir kriegen die Mitteilung, dass Malakar angegriffen wird. Okay, später. Dann schicken wir unsere Kriegsfregatten dahin. Ja, das ist mir klar. So, ja, komm. Das und dann nehmen wir noch hier unsere Spartaner mit. Das sollte aber eigentlich reichen, ne? Auch ich werde ihrem Ruf zu den Waffen folgen und mit ihren Männern in den Kampf ziehen. Oh, und das ist aber nett, Ares. Unterstützt uns. Ja, dann sollte eigentlich nichts mehr passieren. Allerdings habe ich jetzt zu wenig Arbeiter, aber dann können wir das mal eben auf sehr hoch stellen, dann sollte das eigentlich passen.
Ja, haben wir sogar Arbeitslose. Das passt. Oh, da kommt aber jetzt eine große Ladung schwarzer Marmor. 4 Elefanten, die den schwarzen Marmor bringen. Ja, dann kann es ja jetzt hier weitergehen mit unserem Himmelsmonument. Wer mich verehrt, dessen Wettkämpfer werden bei den Spielen gesegnet sein. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass Malaka uns mehr schätzt. Unsere Kriegsfregatten und unser Militär war stark genug, den Feind abzuwehren. Ja, und mittlerweile ist auch schon hier die erste Stufe unseres Himmelsmonument fertiggestellt worden. So, Jahresanfang, wir kriegen wieder unsere Tribute. Ja, Marmor können wir jetzt nicht mehr annehmen, aber die Bronze, die Trauben und auch den Weizen. Und natürlich auch das Fleisch. Ja, unsere siegreichen Krieger kehren zurück, sehr gut. Ja, und hier geht es jetzt weiter mit der zweiten Etage. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht mehr Marmor einzukaufen, wobei, ja, bei Saqqara kaufen wir jetzt keinen Marmor mehr ein, nur hier bei Syrakuse. Wir brauchen ja gleich noch Marmor für das Heiligtum der Artemis. So, unsere Kriegsfregatten sind wieder da. Dann können wir auch die Mannschaft nach Hause schicken. Hier genau das gleiche. Und dann das Lohnniveau wieder mal auf normal. Ja, hier ein kleiner Bug von unserem Spiel. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gewundert, dass hier für das Himmelsmonument keine Transporterrutsche gebaut ist. Drehe ich aber jetzt mal die Karte, ist sie hier entsprechend vorhanden. Sehr lustig. Ja, passiert schon mal. Ja, Wolle haben wir wieder mehr als genug. Komm, dann können wir den Einkauf mal wieder stoppen hier. Es ist mal zu schade, wenn wir unsere Tribute nicht annehmen können. So, der Marmorkern der zweiten Etage des Himmelsmonuments ist auch fertiggestellt. Jetzt kommt wieder Aurikal und Atlantis braucht Skulpturen. 10 Skulpturen brauchst du? Nee, also das will ich dir nicht zur Verfügung stellen. Da kriegst du nachher ein Geschenk und dann ist alles wieder gut. Ich meine, wir müssen das Aurikal ja entsprechend hier von dir fordern. Was brauchen wir denn überhaupt noch? Ach, 6 Ladungen Aurikal und 26 Marmorplatten. Das ist ja gleich schon hier fertiggestellt. Wer mich verehrt, dessen Wettkämpfer werden bei den Spielen gesegnet sein. Ja, jetzt geht es relativ fix mit unserem Monument. Aurikal und Marmor sind ja nicht so weit weg. Oh ja, das geht jetzt wirklich schön schnell. Oh ja, eine lange Ladung Marmor hier.
Ja, und so schnell ist auch die zweite Etage unseres Himmelsmonuments fertiggestellt. Wir brauchen, glaube ich, jetzt nur noch Marmor. Genau, 2 Marmorplatten. Dann ist das auch schon entsprechend fertiggestellt. Das finde ich gut. So, und da kommen auch die 2 Marmorplatten. Ja, für die zweite Etage brauchen wir dann doch keine Transporterrutsche. Na, brauchen wir nicht. Wunderbar, das Himmelsmonument ist fertiggestellt. So, da müssen wir noch hier die Straße wieder schließen. Und Malaka liebt uns. Ja, das ist doch schön. Ja, dann kümmern wir uns jetzt um das Heiligtum der Artemis. Das können wir tatsächlich hier hinbauen. Das passt nämlich hier so richtig schön rein, ne? So. Ja, oder? Oh, verkehrt rum. Nochmal zurück. Dann bitte drehen. So sieht's gut aus. Okay, dann einmal hier das so bauen. Ja, und dann bauen wir jetzt hier die entsprechenden Kunsthandwerkergilden auf und natürlich auch den Architekten. Ja, das ist mir klar. Das ändern wir jetzt, indem wir das hier alles abreißen. So, die Sperren können hier auch weg. Ja, jetzt haben wir kein Marmor mehr. Und der Marmor ist natürlich jetzt relativ weit weg von unserer Baustelle. Wir kaufen wieder Marmor jetzt auch bei Saqqara ein. So, und wir haben auch November. Wir kriegen ja gleich wieder unseren Marmor. Ja, Atlantis, du kannst lange auf deine Skulpturen warten. Das gibt nichts. Auch wenn du dann etwas sauer auf uns bist, aber du kriegst irgendwas von uns geschenkt, was wir genug haben. Oh, ein weiteres Pferderennen in unserem Hippodrom. Sehr schön. Was verdienen wir eigentlich hier mit diesem Hippodrom? 60 Drachmen im Monat. Das ist jetzt nicht ganz so viel. So, und es ist schon wieder Jahresanfang. Wir nehmen wieder alles an, was wir annehmen können. Wir können auch alles annehmen. Das ist sehr schön. Ja, und endlich haben wir die erste Marmorlieferung für unser Heiligtum hier. So, das geht gut und wir sollten vielleicht doch nochmal Atlas fragen, ob er uns hilft. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Also auf Atlas kann man sich wirklich verlassen. Sind die Verlockungen von Meeresfrüchten im Übermaß nicht genug, um mir zu huldigen? Oh ja, Poseidon, da hast du vollkommen recht. Und ich spiele auch mit dem Gedanken, dir auch noch ein Heiligtum zu bauen. Aber nicht in dieser Episode. Ja, und Atlas hat tatsächlich dafür gesorgt, dass alle Bodenplatten schon von unserem Heiligtum fertiggestellt ist. Wunderbar. Gut, das Holz ist jetzt Gott sei Dank nicht ganz so weit entfernt.
So, Skulpturen sollten wir jetzt nicht mehr verkaufen. Die brauchen wir jetzt. So, und da wird, glaube ich, gerade jede Menge Marmor zu unserem Heiligtum gebracht. Oh, wir kriegen von Malaka Weizen geschenkt. So, und da kommt auch schon weiterer Marmor. Ah, sehr schön. Ob es so viel verlangt ist, wenn wir Atlas nochmal fragen würden? Nein, irgendwann ist auch mal Schluss hier. Okay, kann ich auch gut verstehen. Wie gesagt, wir haben genug an Baumaterialien. Hier sehen wir wieder eine lange Reihe von Transportelefanten mit Marmor. Wolle kaufen wir jetzt mal wieder ein, sehe ich gerade. So, Bronze haben wir jetzt auch wieder genug im Warenlager. Das passt. Wein haben wir viel zu viel. So, unsere Transportelefanten haben es geschafft. Ich denke mal, wir können das Tempelgebäude jetzt fertigstellen. Ja, sehr gut. So, was kommt jetzt? Okay. Die große Statue der Artemis und die anderen werden jetzt wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Skulpturen angeliefert werden können. Ja, und da sehen wir schon die lange Karawane von Baumaterialien und Skulpturen. So, wir haben Dezember. Dieses Silo kann Fleisch annehmen, weil das eine Silo ist nämlich voll mit Fleisch. Das wäre jetzt so schade, wenn wir das nicht annehmen könnten. So, wir können wieder unsere Tribute annehmen. Sehr schön. Alles annehmen, ja. Oh, wir können nur 2 Rinderhälften annehmen. Das ist schade. Und da kommen sie. Gott sei Dank haben wir bald unser Heiligtum hier für Artemis fertiggestellt. Das dauert echt lange, weil das so weit entfernt ist von diesen ganzen Lagerhäusern mit den Baumaterialien. Aber denke mir, wir haben es bald geschafft. So, was brauchen wir noch? 4 Marmorplatten, 4 Ladungen Holz und 3 Skulpturen. Das sollte jetzt tatsächlich bald alles vorhanden sein. Also da kommt schon mal das Holz. Und da kommt auch noch mal Holz. So, und da kommen die 3 Skulpturen noch. So, den Marmor brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Gut, da kommen die letzten 3 Skulpturen. Dann brauchen wir nur noch unsere 4 Marmorplatten für den Altar. Sehr gut. Atlantis schätzt uns weniger, weil wir die Skulpturen nicht zur Verfügung gestellt haben. Ja, okay. Atlantis braucht Wolle und Olivenöl. Ja, komm her. Olivenöl. Oh, haben wir gar nicht zum Verschenken. Und dann kriegst du Wein. Großes Geschenk Wein. Nee, verkauft Wein. Das brauchen wir jetzt nicht, den zu schenken. Schwarzen Marmor, komm. Schwarzen Marmor kriegst du. Dann ist alles wieder gut. Ja, wir warten jetzt hier noch auf die 4 Marmorplatten. Dann können wir Atalante rufen. Die kann den Quest des Ares erfüllen. Ja, und wir haben auch die 280 Personen der Kategorie Villa. Das heißt, mit der Erfüllung des Quests haben wir diese Episode auch erfolgreich abgeschlossen. Ach, es wird schon wieder Malaka angegriffen. Okay, später. Ja, wir müssen nochmal unsere Kriegsfregatten alle bemannen. Ja. Und dann
schicken wir nochmal die hier los, die wir letztes Mal auch losgeschickt haben. Das sollte passen. So, und dann müssen wir noch hier... Sind die Verlockungen von Meeresfrüchten im Übermaß nicht genug, um dir zu huldigen? Ja, Poseidon, ich weiß. Sehr hoch. So, unser Heiligtum für Artemis ist fertiggestellt. Sehr schön, da erscheint sie auch schon. Gut, die Kunsthandwerkergilden können abgerissen werden. Atlantis dankt für das Geschenk. Bitteschön. So, sehr schön. Wir können jetzt endlich Atalante rufen. So, dieses Silo brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir können auch jetzt das Fleisch wieder nutzen. Und wir können natürlich die Skulpturen wieder verkaufen. So. Ja, und solange Atalante noch auf dem Weg hierhin ist, können wir unser Heiligtum natürlich hier verschönern. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Artemis, bist du zufrieden damit? Ich hoffe mal. So, hier können wir auch noch was bauen. Oh, hier haben wir eine Rückentwicklung. Das ist schlecht. Olivenöl fehlt. Schnell den Verkauf von Olivenöl stoppen. So, und dann kaufen wir ganz schnell auch Olivenöl nochmal ein. So, da ist der Segelkai kaputt gegangen. Jetzt, da Atalante hier ist, braucht sich niemand mehr zu fürchten. Wunderbar, Atalante ist da und wir haben den Feind bei Malaka auch wieder zurückschlagen können. Atalante trifft ein, wunderbar. So, da wandern auch schon wieder die neuen Bürger ein. Ich denke mal, das Olivenöl ist jetzt wieder angekommen. Ja, das sieht gut aus. Wir schicken Atalante auf den Quest, das fehlende Teil zu suchen. Ja, wunderbar. Ja, und wenn dieser Quest jetzt erfüllt ist, haben wir alle Ziele erreicht und können diese doch sehr kompakte und bautätige Episode erfolgreich abschließen. Jahresanfang, wir nehmen wieder Tribute an, also Marmor können wir jetzt nicht mehr annehmen, aber die anderen Sachen. Ja, und die siegreichen Krieger kehren auch zurück. Alles ist gut, wir warten auf das Ende der Episode. Stichwort Kleitos. Oh, diese Menschen. Chaos. Chaos auf den Straßen von Kleitos und in der Stadt Atlantis. Irgendwie ist es einem einzelnen griechischen Schurken gelungen, die Verteidigungslinie von Kleitos zu durchbrechen und, oh, unaussprechlicher Schrecken,
zu unseren besten Wissenschaftlern vorzudringen, die kurz vor der Vollendung von Ares Geheimwaffe standen. Dieser heimtückische Grieche ermordete unsere Wissenschaftler, die alle zum Schutz von Atlantis den Heldentod starben. Dann, die Götter stehen uns bei, richtete dieser Brigant die Waffe auf unser Herz, die Stadt Atlantis, und drückte ab. Danach gelang dem griechischen Meuchelmörder die Flucht. In Kleitos werden gerade die Spuren des Gemetzels beseitigt. Die Toten, die auf dem Boden verstreut liegen wie Stoffpuppen eines Kindes, werden für ein ordentliches Begräbnis vorbereitet. Und in der Mitte des Raumes, wo die Geheimwaffe steht, mussten die Arbeiter zu ihrem Entsetzen feststellen, dass der elende Grieche die Waffe beschädigt hat. Eine geheimnisvolle, zähe Substanz hat die Zahnräder verklebt. Während die wissenschaftliche Gemeinde die Toten beklagt, versuchen andere Wissenschaftler bereits hektisch, die Notizen ihrer gefallenen Kollegen zu entziffern. Im Zentrum von Atlantis, dem unglücklichen Ziel der Geheimwaffe, sind die Menschen geschockt und wütend. Die Zitadelle von Poseidon, das prachtvolle Heiligtum zu Ehren des Vaters aller Atlantiden, ist nicht mehr. Das einst stolze Gebäude ist Schutt und Asche und die heilige Tafel mit der Symphonika Ithikos hat in der Mitte einen Sprung. Allerorten erschauern Atlantiden beim Gedanken an die Folgen, wäre die Geheimwaffe vollendet gewesen. Ja, zwar haben wir erfolgreich diese Episode abgeschlossen, aber was danach folgte, gleicht ja eher einem Horrorfilm, dass ein Grieche die noch nicht fertige Waffe entsprechend auf Atlantis gerichtet hat. Und unsere schöne Zitadelle des Poseidons, die wir im ersten Abenteuer errichtet haben, zerstört worden ist. Nun denn, es muss weitergehen. Und in der nächsten Episode, die wir in diesem Abenteuer spielen, gründen wir unsere zweite und letzte Kolonie. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn es in diesem spannenden Abenteuer weitergeht. Ich sage Tschüss, euer Dominus.